Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Remote-Folge von der OOP-Konferenz 2025 mitgebracht. Bei mir zu Gast war Erik Dörnenburg und mit ihm habe ich einen Deep Dive in die Legacy-Modernisierung gemacht. Wir haben so viele Altsysteme in unseren Unternehmen im Einsatz, dass sich immer wieder die Frage stellt, wie kriegen wir diese alten Mainframes oder Java-Monolithen in moderne Architekturen. Soweit, so gut, aber Erik und seine Kollegen haben sich dazu noch Unterstützung von KI geholt und arbeiten mit Rex daran, das Wissen aus den Altsystemen rauszuziehen. Sehr spannend, wie ich finde, also viel Spaß bei der Folge. Hallo Erik, schön, dass du da bist. Hallo Richie, freut mich da zu sein. Ja, ich finde es auch ganz toll. Das ist ja eine Folge aus dem Rahmen der OOP-Konferenz. Normalerweise mache ich die Folgen ja immer live vor Ort in meinem Studio. Nur dieses Jahr bin ich zu der Zeit Skifahren und kann leider nicht auf der OOP sein. Ja, aber nichtsdestotrotz, die Themen sind ja spannend und ich habe mir vorneweg die Abstracts durchgelesen und so bin ich bei deinem hängen geblieben und habe fast Tränen in den Augen bekommen vor Freude. Weil einfach ich auch in Unternehmen unterwegs bin, die sehr viel Legacy-Software haben und das ist immer ein Pain. Und ja, und da wollen wir uns mal ein bisschen drüber unterhalten, wie denn da so die Welt aussieht und vor allem, wie man davon auch wegkommen. Und ja, da würde ich dir gleich mal den Blick reingeben. Wie siehst denn du Legacy-Software? Wie gewaltiges ist denn das Problem bei uns eigentlich? Ja, es ist in allen Industrien, aber auch gerade in der Versicherung und in der Bankenindustrie natürlich total verbreitet, Legacy-Systeme zu haben. Und die wenigste Software, ich weiß gar nicht, wer das jetzt genau sieht, wer weiß, wer wir sind. Ich arbeite bei einer Beratungsfirma, einer relativ großen. Und vieles von dem, was unsere Kunden haben, sind natürlich Systeme, die schon existieren. Die wollen die modernisieren, verbessern, verändern, vielleicht irgendwie auch einen alten COBOL-Mainframe. Die Funktionalität muss irgendwie in die Public Cloud oder alle möglichen Sachen. Und da geht es natürlich immer wieder darum, die alte Legacy-Software zu verstehen in irgendeiner Art und Weise, damit man die dann auf verschiedene Arten und Weisen modernisieren kann. Mhm. Ab wann sagt man denn eigentlich Legacy Software? Gibt es da für dich irgendwie ein Kriterium, ab wann das zutrifft? Also ich habe da persönlich kein richtiges Kriterium für, würde ich sagen. Was für mich ganz klar reinzählt, sind die gerade angesprochenen Mainframe-Computer, die in COBOL programmiert sind. Aber inzwischen, da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Die Software, die Anfang des Jahrtausends geschrieben worden ist, in Java, die frühen Java-Versionen, die frühen .NET-Versionen, die würde ich inzwischen eigentlich auch schon zu Legacy-Software zählen. Aber eine ganz klare Definition habe ich dafür nicht. Das hängt ein bisschen mehr von der Technologie vielleicht auch ab, von der verwendeten Technologie, als vielleicht im Alter. Ja, also das finde ich ganz spannend, weil also ich meine, es ist ja häufig ist es meistens ja die Software, an die keiner mehr ran will, so wirklich. Mhm. Und wenn du sagst auch Java, na, das ist natürlich auch, da gibt es natürlich auch Altsysteme mittlerweile, monolithische, die einfach, wo man noch immer mit der Pflege dran ist und eigentlich vielleicht in eine neue Architektur möchte oder sowas, aber da halt gefangen ist in diesem System. Ne? Ja, ich meine, mit dem Ranwollen, da gibt's, ich würde mal sagen, zwei große Faktoren, warum die Leute nicht so gerne ranwollen. Das eine ist, passt natürlich zu dem Podcast, dass einfach Tests fehlen. Dass die Leute sich nicht trauen, Änderungen zu machen, weil sie gar nicht mehr verstehen, wie das System funktioniert. Die Leute, die heute Änderungen machen, sind ja in der Regel nicht mehr die Leute, die es mal ursprünglich programmiert haben, sondern Leute, die dann entweder, ich sag mal, im großen Unternehmen so angelernt worden sind im Laufe der Jahre und das wurde immer weiter übergeben von Hand zu Hand, teilweise auch von Dienstleister zu Dienstleister. Und die Leute haben einfach eine große Angst davor, an der existierenden Software Änderungen zu machen, weil eben die Testabdeckung fehlt. Ein zweiter Punkt ist aber ein bisschen verwandt damit, überhaupt erstmal zu verstehen, was diese ganze Legacy-Software überhaupt macht. Also das ist ja gerade im Versicherungsbereich durch die ganzen Mergers und Acquisitions oft so, dass dann noch irgendwelche kleinen Software-Systeme laufen oder größere Software-Systeme aktualisiert wurden im Rahmen von Mergers und Acquisitions. Und keiner weiß mehr so ganz genau, wie sahen denn die Policies aus, die wir vor 15 Jahren verkauft haben? Was ist da überhaupt noch drin? Was ist in der Business-Logik? Und hinzu kommt natürlich dann, wenn die Software nicht wirklich gut geschrieben ist, oft eine Vermischung von technischen Aspekten mit Geschäftslogik, sodass natürlich der ganze Einstieg auch erschwert wird. Also man arbeitet sich vielleicht gerade durch, versucht die Geschäftslogik zu verstehen und stolpert dann immer wieder über
Infrastrukturcode, der da drin ist. Also ich meine, Code, um Sachen in der Datenbank zu speichern oder im User Interface anzuzeigen. Und das schreckt die Leute natürlich, was heißt schreckt die ab? Also es macht es schwieriger als Aufgabe einfach. Ja, es ist natürlich viel Aufwand, auch sowas wieder zu analysieren oder überhaupt herauszuforschen, was denn eigentlich damit gemeint war damals, ja. Ja, wir haben das auch gesehen. Und ich kann den Kunden leider nicht nennen, aber bei den wirklich großen, bekannten deutschen Kunden, die hatten eine Legacy-Modernisierung oder machen eine Modernisierung von dem Legacy-System in dem Sinne, dass sie die neu schreiben. Also es ist Software, die wirklich auf einem Mainframe läuft. Und eine der Modernisierungsarten ist natürlich zu sagen, wir nehmen die Funktionalität und übertragen die, soweit es heutzutage sinnvoll ist, fügen vielleicht noch neue Sachen hinzu und bauen das neu. Üblicherweise würde man heute sagen, so Cloud Native, moderne Programmiersprache, kleinere Services, die miteinander funktionieren. Und die waren hinten dran, müsste man mal so sagen. Also wirklich 3 Quartale hinter dem Zeitplan, wirklich schon signifikant. Die Kosten waren hoch. Und eine Analyse hat gezeigt, dass da tatsächlich das Vorhandensein oder das fehlende Vorhandensein von Subject Matter Experts das Hauptproblem war. Also in dem Sinne Subject Matter Experts, Leute, die den Teams, die neue Software geschrieben haben, erklären konnten, wie die alte Software funktioniert. Das war der wirkliche Bottleneck. Und das ist ja auch nicht irgendwas, wo man sagen kann, naja, das Problem lösen wir durch Hiring oder interne Verteilung. Die Leute sind oft entweder gar nicht mehr da oder so rar gesät, dass man die im eigenen Unternehmen irgendwie auch nicht, dass man da keinen Zugriff drauf hat in der Menge an Zeit, die man da gerne für bräuchte. Und dann, da stellt sich natürlich die Frage, kann man das irgendwie besser machen? Bevor wir da gleich reinkommen, habe ich noch eine Frage zu Legacy, auch weil du ja dich auch sehr gut mit dem Thematik auskennst. Wenn heute Unternehmen, so wie du sagst, Cloud Native mit Microservices arbeiten und so, schließt denn das aus, dass das in 10 Jahren Legacy-Software ist? Oder wird das auch so kommen, dass die in 10 Jahren dann da liegt und man sich denkt, mein Gott, was haben wir denn damals da überhaupt veranstaltet? Ja, die Idee war natürlich, dass man dieses Problem, dass wir bei den Unternehmen, dass die Industrie dieses Problem lösen kann, dass diese Legacy nicht mehr in der Form existiert. Und ich habe tatsächlich bei einigen Kunden das zumindest gehört, dass sie gesagt haben, okay, that was the last rewrite, wollte ich auf Englisch sagen. Das war das letzte Mal, dass wir das neu schreiben mussten. Und die Hoffnung war natürlich einfach dadurch, dass du diese kleineren, du hast Microservices schon gesagt, kleineren Microservices hast, diese kleinen Deployable Units, dass man die im Laufe der Zeit immer wieder wegschmeißen kann, also nicht jedes Jahr, aber vielleicht nach 5 Jahren, nach 10 Jahren mit modernerer Technologie ersetzen kann, dass man sozusagen so Brandmauern da drin hat, an denen man die Sachen neu kombinieren kann und neu schreiben kann. Bei vielen Unternehmen sehen wir das auch, dass es funktioniert, dass die Software sich aktualisiert, dass vielleicht aber auch Services, die gut geschnitten waren, vielleicht so ein Nischendasein fristen, dass die einfach funktionieren und am Rand stehen bleiben können, aber gleichzeitig auch nicht die Modernisierung von Code, der sich vielleicht im größeren Wandel befindet, dass die nicht verhindert werden, diese Änderungen durch die anderen Services. Das klappt ganz gut. Andererseits gibt es natürlich auch, muss man wirklich sagen, an vielen Stellen diese, auf Englisch sagt man immer Distributed Monoliths, wo dann entweder neue Systeme so programmiert wurden, versehentlich, sage ich jetzt mal, hoffentlich, oder dass vielleicht existierende Software, die monolithischen Ursprung war, irgendwie ungeschickt auseinandergenommen worden ist und dann sehr, sehr große Coupling zwischen den verschiedenen Microservices besteht oder die Microservices eben nicht mehr so geschrieben sind. Ja, es ist das gleiche wahrscheinlich wie Coupling, dass ich Änderungen an einem Microservice mache und immer 3 andere mitändern muss oder so. Und da befürchte ich, wird man dann doch wieder auch an so einen Punkt kommen, wo man sagen muss, das ist jetzt Legacy, das müsste eigentlich mal wirklich ersetzt werden. So eine Faustregel, die man da so beachten kann, ist, wenn man sich überlegt, wie die Services heißen, wenn der namensgebende Bestandteil ein Nomen ist, ein Substantiv, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man in so eine Kopplung reinläuft. Wenn ich einen Customer Service habe und einen Product Service und so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Businessprozesse über alle Services hinweglaufen, recht hoch. Und dass ich, wenn ich einen Businessprozess ändern will, eigentlich alle Services anfassen muss. Ja. Wenn die Services vielleicht eher an Verben angelehnt sind, wenn die sowas haben wie ich aus dem E-Commerce-Bereich, sage ich mal, weiß nicht, Order Capture,
dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die in sich ein bisschen isolierter sind und einen kompletten Businessprozess beinhalten, der dann vielleicht entweder, weil er ersetzt werden muss, ersetzt werden kann, oder der dann zumindest anderen Businessprozessen nicht im Wege steht, weil die nicht so stark miteinander verwoben sind. Mhm. Ja, sehr spannende Unterscheidung. Also wahrscheinlich dem einen oder anderen werden gerade so ein bisschen die Schweißbeine auf der Stirn. Gott, ich habe nur Nomen in meinem Servicenamen drinnen. Es gibt ja manchmal auch Verben, die als Nomen gebraucht werden Ja, und genau. so. Und manchmal macht es auch Sinn, aber wie gesagt, wir wollten eben, und ich kann das relativ, so kann ich sogar wir sagen, ich kenne ja die ganzen Leute, also Martin und James, auch die den Microservices-Artikel geschrieben haben. Wir waren da als Firma, ich persönlich auch als Mensch ganz früh mit dabei. Die Absicht war ja nicht, irgendwie Entity-Relationship-Modeling zu machen. Also bei den Microservices ging es darum, ja die Business-Funktionalität in kleine Stücke runterzubrechen, die möglichst autonom voneinander arbeiten können. Ja, sehr interessant. So, jetzt ist es ja so, dass ihr euch ja auch beschäftigt mit dem Thema, wie kriegen wir denn jetzt unsere alte Legacy-Software halbwegs leichtgewichtig in die neue Welt? Wie kriegen wir das transformiert oder modernisiert? Und ja, erzähl mal, was für Strategien fahrt ihr denn da, um das auch irgendwie in absehbarer Zeit sowas hinzubekommen? Hm. Es gibt, ich habe die Anzahl der Rs, also wird ja oft von von Re-Architect, Rebuild, Rehost, Replatform und so weiter gesprochen. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, wie viele Rs es da insgesamt gibt. Das muss man sagen, als Firma ist ThoughtWorks eine Firma, die Custom Application Development macht, also Individualsoftware. Das heißt, wir sind in der Regel eher daran beteiligt, Software-Systeme, die existieren, durch andere Custom-Software-Systeme zu ersetzen oder die zu modernisieren. In den Fällen, wo es um COBOL-Code geht, da ist mit Sicherheit für uns fast immer das so, dass wir an dem Ersetzen, an dem Rebuild arbeiten. Bei vielen Java-Systemen, würde ich mal sagen, hält sich das so ein bisschen die Waage, obwohl eben da, wir haben ja eben darüber gesprochen, Legacy, einige von den Systemen auch so alt sind und über die Jahre einfach auch so viele technische Schulden, so viel Ballast angehäuft haben, dass da auch Ersatz stattfinden muss. Das heißt, was wir dann als Technologien, als Techniken, als Praktiken machen, ist natürlich auf der einen Seite möglichst effizient zu versuchen zu verstehen, was die alten Systeme machen. Je mehr Test-Coverage die haben, umso besser. Ist auch schon mal vorgekommen, dass wir tatsächlich auch Tests geschrieben haben erstmal und vielleicht jetzt nicht Unit-Tests, also da geht es dann ja vielleicht darum, irgendwie Coverage zu erzeugen. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das dann wirklich in so einem Fall hilft. Aber bei solchen Modernisierungsaufgaben dann versuchen, dass man schöne End-to-End-Tests hat, dass man immer wieder überprüfen kann, ob es funktioniert. Eine andere Strategie, die an der Stelle natürlich auch Sinn macht, ist einfach solche Systeme mal eine Weile lang und durchaus, weiß nicht, 3 Monate, 6 Monate lang parallel laufen zu lassen, um zu gucken, ob das neue System wirklich bei allen Eingaben, die im täglichen Betrieb auftreten, auch die gleichen Ausgaben hat. Da sollte man vielleicht auch mal auf ein Monatsende oder auf den Jahresabschluss achten, dass man da nicht an der Stelle überrascht wird. Ich erinnere mich da an einen Kunden aus dem Bankumfeld, wo wir auch Modernisierung, das ist ja auch schon lange her, schon über 10 Jahre, wo wir Sachen auch aufgeräumt haben, gelöscht haben und irgendwann gab es dann am Monatsende ziemlich Ärger, weil nämlich dann doch irgendein Prozess dann, der in keiner Architektur-Map vertreten war, Messages geschickt hat, von der keiner wusste, wo die herkamen. Aber das schon, wenn man der anderen Seite zugehört hat, relativ wichtig war, dass diese Messages auch beantwortet würden. Und daher ist natürlich für uns gerade in dem Szenario, wo gesagt wird, der Code ist so alt, wir wollen den wirklich neu schreiben, wichtig auf der einen Seite möglichst effizient und gut neuen Code zu schreiben, den auch so zu schreiben, dass er möglichst lange sustainable ist, also dass man nicht am Anfang schnell vorankommt und unglaublich viele technische Schulden aufhäuft, sondern dass man vielleicht von Anfang an den Code so schreibt, dass man da auch über Jahre hinweg eine hohe Entwicklungsgeschwindigkeit hat und darauf achtet. Und da gibt es natürlich genauso Techniken wie Test-Coverage, Testpyramiden, also anzufangen, wir machen sehr viel Test-Driven Development, dass man wirklich die Unit-Tests benutzt, um den Code zu schreiben. Auf der anderen Seite End-to-End-Journey-Tests hat, die eben gucken, dass es halt von Anfang bis Ende durchläuft. Da würden wir natürlich immer davon abraten, hier alle Edge-Cases auszuprobieren. Dafür hat man normalerweise die kleineren, feingranulareren Tests und zwischendrin einfach aus Performance-Gründen eine gute Menge an Integration-Tests. Und das ist dann im Endeffekt natürlich genau die Testpyramide, über die Kollegen und Kolleginnen von mir ja auch schon viel geschrieben haben. Aber wir sind natürlich nicht die einzige Firma, die sich die zunutze macht. Verstehe. Und
wenn jetzt so eine Modernisierung ansteht, also ich sehe jetzt vor mir so ein altes Kobold-Teilchen oder sowas, was da so vor sich hin wirkt. Du hast ja auch gesagt, es geht ja auch viel um das Verstehen des Ganze. Was hat denn das eigentlich gemacht und das auch abzusichern? Und dort ist es ja, finde ich, auch ein bisschen mit den Tests auch ein bisschen schwieriger. Ne? Also ist das, was habt ihr da für Strategien noch? Also sagen wir so, das habe ich vielleicht gerade noch nicht erwähnt. Eine ganz wichtige Strategie ist zu sagen, wir wollen das nicht in einem großen Schritt machen, sondern wir versuchen das immer in so, wir sagen in Englisch immer Slices, also so scheibenweise zu machen. Also du musst schon genug Leute, und die sind ja irgendwo im Unternehmen, finden, die die fachliche Funktionalität können, um zu überlegen, was sind denn einzelne Funktionalitäten, die wir uns angucken können. Weil so eine Mainframe-Modernisierung, die wirklich über Jahre, über 2, 3 Jahre hinweg läuft, keinerlei Ergebnisse bietet und dann wird alles drauf gewettet, dass an dem Tag X in ein paar Jahren alles umgeschaltet werden kann. Das ist halt so ein Hochrisikospiel, dass es eigentlich kaum noch jemand eingeht. Dass man also wirklich schon sagt, wir müssen gucken, dass wir so kleinere Scheiben finden. Und je länger ein Team in einer ähnlichen Konstellation zusammenarbeitet, je besser vorhersagen kann man das eigentlich auch. Das Team wird besser daran, diese Scheibengröße einigermaßen konstant zu halten, eine bessere Vorhersagekraft zu haben, zu verstehen, wie viel noch über ist, was natürlich dann auch dazu führt, dass bei den Stakeholdern auf der Geschäftsseite das Vertrauen einfach wächst. Wenn die halt einfach sehen, so die Größenordnung, das dauert jetzt immer, ich weiß nicht, 3 Wochen, 4 Wochen, um so eine Scheibe zu machen und man weiß, wie viele Scheiben noch kommen. Wenn dann eine mal ein bisschen länger dauert oder andere ein bisschen schneller ist, dann hat man so statistische Mittel einfach und kann dann schon viel, viel besser planen und hat nicht diese Effekte, dass ganz unvorhergesehene Sachen passieren. Oder im schlimmsten Fall dieses bekannte Melonenreporting, wo dann nach ganz oben immer kommuniziert wird, ja, ja, läuft noch alles und dann 3 Wochen bevor ein 2-Jahres-Programm zu Ende ist, es dann heißt, ja, also eigentlich brauchen wir noch mal 6 Monate. Ja. Also das können wir natürlich vermeiden. Und das ist was wir als Firma schon wirklich, ich würde mal sagen, wir haben als Softwarefirma angefangen, die agile Software gemacht hatten. 2 von meinen Kollegen haben das agile Manifest mit unterschrieben. Also wir sind da ganz am Anfang mit dabei gewesen. Das war eigentlich das, was wir, deswegen ist es mir auch gerade nicht sofort aufgefallen. Also was wir eigentlich immer zugrunde legen an der Stelle. Ja, verstehe. Jetzt hast du in deinem Abstract ja auch das Zauberwort LLM KI genannt als eine Unterstützung dabei. Was sind denn da eure Erfahrungen? Weil es ist natürlich, wir suchen ja alle nach praktischen Anwendungsmöglichkeiten für diese Dinge und da könnte doch was drinstecken. Ja, genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also als Firma waren wir auch immer sehr früh mit dabei, neue Sachen anzuwenden, zu gucken, aber dass sie auch Sinn machen, also nicht um der Sache selbst willen. Und wir waren natürlich genauso fasziniert wie viele andere davon, wie gut ChatGPT funktioniert hat, als es rauskam. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich bei deinen Zuhörern, bei den Zuhörerinnen gar nicht so bekannt. Wir schreiben einen Report, der kommt 2-mal im Jahr raus, der heißt Technology Radar, wo wir immer 100 verschiedene Sachen vorstellen, die unsere Berater, unsere Beraterinnen uns berichten. Ich sage uns, weil ich Teil des Teams bin, was diesen Report zusammenstellt. Und wir haben da schon relativ früh GPT-Modelle drin gesehen. Also man kann das nachgucken. Also 2019 haben wir schon über BERT gesprochen. Das ist von Google so ein frühes Modell. Haben dann die chinesische Variante Ernie hieß die haben das natürlich absichtlich gemacht, das so zu nennen. Haben die getrackt und hatten wirklich auch ganz früh schon Anwendungen damit gemacht, auch im E-Commerce-Umfeld. Haben auch weiterverfolgt, wie das bei Google dann weiterging an der Stelle, als die Timnit Gebru dieses Paper geschrieben hat, wo sie davor mit anderen Wissenschaftlern da vor den Konsequenzen gewarnt hat, waren also so einigermaßen auf dem Laufen, was da so köchelte. Gleichzeitig waren wir aber auch davon überrascht, wie gut dieses ChatGPT-Tool war, als es dann auf den Markt kam und waren auch fasziniert von den Möglichkeiten. Und da als Firma, wir sind etwas über 10.000 Leute, wir haben immer weit über 100 Projekte mit Kunden weltweit und natürlich ist da immer Legacy Modernization dabei. Und haben uns natürlich auch sofort überlegt, ich habe eben gesagt, wir machen fast ausschließlich Custom Application Development von Ende zu Ende und haben natürlich sofort angefangen, damit rumzuspielen. Und das Erste, was natürlich ging, war einfach im Einverständnis mit den Kunden, Source Code einfach mal da rein zu pasten oder Dokumente und einfach zu sagen, so, was passiert denn hier eigentlich? Was macht dieser Source Code? Und das hat teilweise auch, wenn man wirklich die Programmiersprache gar nicht konnte oder wenn es sich da um einen ganz üblen Kobold-Dialekt gehandelt hat, schon gewisse Vorteile gebracht. War jetzt aber an der Stelle gar nicht so bahnbrechend irgendwie, dass wir dann wie viele andere auch angefangen haben zu sagen, okay, jetzt müssten wir eigentlich mal unsere eigenen Modelle trainieren.
Und dann fing natürlich der ganze Schlamassel an, weil es natürlich riesig aufwendig ist und dann, selbst wenn man die ganzen wenn man die ganzen Textdaten hätte, dann würde der Source Code von dem System oder die Dokumentation von dem System irgendwie untergehen, sodass wir da auch gesagt haben, okay, wir gucken mal, was passiert und haben gleichzeitig natürlich dann, weil die Tools auch relativ schnell auftauchten, angefangen für das, was man Engineering oder vielleicht dann zur Differenzierung Forward Engineering nennen würde. Also wie kann man damit Code schreiben? Und da war ganz früher GitHub Copilot von Microsoft am Markt und wir haben uns das eben auch angeguckt. Inzwischen eine Kollegin von mir, die ist weltweit dafür verantwortlich, nur den Überblick über den Markt zu behalten und die trackt im Moment über 90 verschiedene Tools, die in dem Bereich existieren. Das heißt, wir haben uns ja schon einiges angeguckt und waren von Anfang an sehr skeptisch. Also als die ersten Zahlen rauskamen, als Microsoft sagte so 55% schneller coden mit Copilot, das kann eigentlich nicht sein. Wenn man sich das mal genau anguckt, dann sieht man eben auch, dass damit der reine Akt des Programmierens gemeint ist. Wenn ich mir angucke, was ein Entwickler, eine Entwicklerin den ganzen Tag über macht, ist es lange nicht alles nur Programmieren. Ja. Ich muss auch sagen, die Studie ist natürlich okay, Microsoft wird das nicht erfinden. Die Studie war schon ordentlich aufgesetzt. Allerdings ging es natürlich darum, einen Webserver in JavaScript zu schreiben, wofür es hunderte bis tausende Beispiele im Internet gibt. Wenn man jetzt anfängt zu sagen, ich möchte jetzt mal, weiß ich nicht, bestimmte Businessprozesse in der Versicherung abbilden, davon gibt es deutlich weniger Source Code im Internet verfügbar. Das heißt, er findet sich auch weniger in den Large Language Modellen, die da zugrunde liegen. Und dann wird das Ganze auch deutlich schwieriger und der Produktivitätsgewinn ist gar nicht so hoch. Also wir haben die Entwickler intern gefragt, alle Leute, die so ein Tool benutzt haben, wollen es eigentlich nicht wieder hergeben. Ist aber auch bei den aktuellen Kosten, und wenn man legt, was auch ein festangestellter Entwickler, Entwicklerin, was die Kosten an Lohnkosten, ist es einfach irgendwie, die $40 im Monat sind eigentlich relativ irrelevant. Also wenn das ein besseres Tool ist und die damit eine halbe Stunde pro Monat sparen, ist auch gut. Wie dem auch sei. Was passiert ist, die ganze Industrie hat angeguckt, was kann man noch alles machen und sind auf dieses Pattern gestoßen, das Retrieval Augmented Generation heißt. Und das war so ein bisschen so ein Durchbruch. Wir haben tatsächlich schon im Sommer 2023 ein Software-System gebaut. Haben die Kollegen in Indien gebaut und da ging es darum, Leuten, die vielleicht gar nicht lesen und schreiben können und eine der vielen Sprachen, die in Indien verbreitet sind, sprechen, Zugang zu Regierungsdokumenten zu machen. Das heißt, sie konnten tatsächlich, das ist kein Real-Time-Chat, also kein Real-Time-Voice. Das klappt auch heute so ganz am Rande vielleicht erst. Also die Maschinen sind noch nicht ganz schnell genug. Aber es war so, man muss sich das vorstellen wie so ein Instant Messenger, sowas wie Signal oder WhatsApp. Die Leute konnten reinsprechen und dann lief eine ganze Maschinerie im Hintergrund ab und dann kam die Ergebnisse sagen, das sind die verschiedenen Staatshilfen oder Regierungshilfen, die du vielleicht beantragen kannst. Und da lief natürlich an verschiedenen Stellen maschinelles Lernen und das, was man als KI bezeichnen würde. Der wichtige Punkt war aber irgendwo dann aus dem, was da reingesprochen wurde, wird in eine textuelle Form übersetzt. Ging es natürlich darum, irgendwann hier jetzt die passenden Dokumente zuzufinden. Und dafür funktioniert eben dieses Retrieval Augmented Generation so gut. Was die Leute alle gemacht haben anfänglich war, ich weiß nicht, wie bekannt das ist, mit den Large Language Models bekomme ich auch sozusagen geschenkt Funktionalität, um aus einem Textdokument einer relativ beliebigen Menge einen Zahlenvektor zu berechnen. Das sind die sogenannten Vectors oder Embeddings. Und diese Vektoren, die haben natürlich viele Dimensionen, aber wenn man sich das so dreidimensional vorstellt, die zeigen schon irgendwie in eine Richtung. Und alles, was in die ähnliche Richtung zeigt, hat einen ähnlichen Inhalt. Und da man diese Embeddings sozusagen geschenkt bekommt, haben ganz viele Leute erstmal die Dokumente, die sie selbst hatten, haben sich die Embeddings davon berechnen lassen, das Ganze in Vektordatenbanken abgespeichert. Da gab es auch ganz, ganz viel Bewegung in der Open-Source-Community, was Vektordatenbanken anging. Und was dann passierte, war Folgendes. Anstatt ein eigenes Modell zu trainieren, hat man, bevor man den Prompt an das Large Language Model geschickt hat, erstmal so einen Pre-Processing-Step gemacht, nämlich das Retrieval und Augmentation. Man hat für den Eingabeprompt von den Nutzern den Vektor berechnet und hat den mit den Vektoren von den Dokumenten, die aus den eigenen Daten kommen, berechnet und hat die zusätzlich zu dem Prompt mit reingegeben. Also das ist das Augmentation. Und das hat viele Probleme überraschenderweise erstaunlich gut gelöst. Also gerade die Halluzinationen sind dadurch massiv vermindert worden. Also man muss sich das so vorstellen, anstatt zu fragen, wo in meiner Codebase
wird naja gut, das ist jetzt zu extrem schon. Also anstatt dass das Modell die Frage beantworten muss, stellt man die Frage und sagt, und bitte finde die Antwort in dem folgenden Text. Und da sind dann die ganzen Dokumente aus dem eigenen Unternehmen. Ja. Das heißt, die eigenen Unternehmensdokumente müssen nicht mehr in dem Modell drin sein, man muss keine eigenen Modelle lernen und so weiter. Und das haben wir dann nach dem Erfolg, und das war auch wirklich ein schöner Erfolg, der Satya Nadella, der Chef von Microsoft, das tatsächlich sogar auf der Bildkonferenz von Microsoft als ein Beispiel genannt vor 2 Jahren. Also das war schon, ja, 2 Jahren. War schon relativ früh, und dann haben sich die Kollegen und Kolleginnen auch dran gesetzt und gesagt, okay, das mit diesem Retrieval Augmented Generation, das funktioniert echt ganz gut. Und die Produktivitätsgewinne, die wir erwarten können bei diesem Engineering, bei dem Forward Engineering, bei dem Codeschreiben, die halten sich zumindest zunächst in den kommenden Jahren in den überschaubaren Rahmen. Aber was ist denn mit dieser ganzen Legacy Modernization? Da geht es ja darum, diesen ganzen Altcode zu verstehen. Dafür müsste das doch ziemlich gut funktionieren. Und da haben die sich dann dran gesetzt und gesagt, okay, wie können wir sind ja keine Produktfirma, also wir haben da jetzt kein Produkt draus gebaut, aber so ein, ja, so, wie man das so kennt, so ein Satz von Skripten, ein paar Tools, interne Anleitungen, aber auch eben ein Chat, wo ich die Kollegen fragen könnte oder wo andere Leute, die arbeiten, die untereinander chatten können, wo wir so eine Software haben, so ein Toolkit, mit dem es eben möglich ist, Retrieval Augmented Generation anzuwenden auf diesen Legacy Code. Und das hilft ungemein. Also das ist so viel angenehmer, so viel schneller, den Legacy Code damit zu verstehen, als alles, was wir vorher gesehen haben. Ja, das ist total spannend. Also finde ich, also echt auch eine gute konkrete Anwendung, gerade in einem Bereich, wo du sagst, weil ich habe mir vorher gedacht, ja, wenn, so wie du gesagt hast, wenn man halt diese Sachen generieren lassen will, da gibt's halt wenig Trainingsmaterial in den LLMs, weil, wie du sagst, jeder Webserver ist da drinnen oder jedes Webtool, aber halt irgendwie so Altkram halt natürlich nicht, ne? Es einfach viel zu wenig dafür gibt. Und da hat man jetzt die Möglichkeit, wirklich daran zu gehen. Und was wäre denn, also wie sieht denn jetzt so eine konkrete Anfrage daran aus? Wie kann man sich denn das vorstellen? Also wir haben 2 verschiedene Sachen gemacht. Auf der einen Seite haben wir wirklich Dokumente generieren lassen. Ich weiß nicht, ich glaube, die meisten Zuhörer, ob die schon mal ein Notebook ML von Google gesehen haben. Das ist so ein Tool, wo man sich halt irgendwie 20, 30 oder je nachdem, wie viel Geld man bezahlt, auch noch mehr Dokumente verschiedener Größe reinladen kann und dann so ein Briefing-Dokument geben lassen kann unter Anleitung. Sowas haben wir auch gemacht tatsächlich. Also wir haben dann wirklich in diesem typischen Pre-Processing-Step tatsächlich den Source Code, andere Dokumentation, die existierte, aber auch die Ausgabe von Reverse Engineering Tools von traditionellen, also Dependency-Analyse, an ein GPT-basiertes Tool gegeben, um die Daten dann in der Graph-Datenbank abzuspeichern. Und konnten dann, komme ich gleich zu, bei den Anfragen darauf reagieren. Wir können damit aber auch eben so ein Briefing-Dokument machen. Ich sag mal Briefing, wir nennen das intern anders, aber die Idee ist einfach zu sagen so, beschreib mal die Fähigkeiten eines Admin-Users in dem System. Und dann bekommt man da so ein paar DIN A4 Seiten, die dann erklären, wie in der Codebasis ein Admin-User sich vielleicht von anderen Usern unterscheidet, was die besonderen Fähigkeiten davon sind. Weil das hilft zum Einstieg schon ziemlich gut, und das sind Dokumente, die dann generiert werden können, teilweise auch unter Anleitung von den SMEs generiert werden. Da muss ich sagen, da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wir die bei mindestens einem Kunden auch von den SMEs nochmal haben, zumindest stichprobenartig anschauen lassen, dass die SMEs gesagt haben, okay, dieses Briefing-Dokument macht wirklich, da sind keine groben Fehler drin. Aber andererseits, es ist ja nur eine Unterstützung dafür, was die Teams bekommen, damit sie schneller die Software modernisieren können. So, das reicht aber nicht aus. Was natürlich normalerweise passiert ist, wenn ich einen menschlichen Subject Matter Expert habe, dann lasse ich den erstmal reden, höre dem zu, und dann bilden sich so ein paar Fragen im Kopf, die ich vielleicht sofort beantworten kann. Und später, wenn dann der Code geschrieben werden muss, dann sehen diejenigen, die die Software entwickeln, so, oh ja, da ist ja noch ein Edge Case. Wie ist es eigentlich mit dem hier? Und versuchen dann wieder den Subject Matter Expert zu bekommen und zu sagen so, also wir hatten das ja eigentlich alles verstanden, aber guck mal, wenn das und das und das passiert, wie soll denn das System dann reagieren? Also was dann noch fehlte, ist eben diese unvorhergesehenen Sachen. Und dafür haben wir wirklich in diesem Tool ganz einfach brutal ein Chat-Interface gebaut. Also so ein ganz normales, wie man das von ChatGPT im Web auch kennt, in dem dann Fragen an das Tool gestellt werden können. Und das funktioniert eben auch
alles über Retrieval Augmented Generation, benutzt aber dann diesen Knowledge Graph, der da drunter liegt. Das heißt, aus dem Prompt wird erstmal geguckt, in welche Richtung ist das ungefähr? Man findet die Knoten, also von Graphen meine ich jetzt nicht die mit X- und Y-Achse, sondern diese Knowledge Graphs eben wie so ein Social Graph in einem sozialen Netzwerk, findet vielleicht 2, 3 Knoten und kann jetzt an den Kanten entlang gehen und kann sagen, ach ja, wenn der Knoten wichtig war und der hat eine Dependency oder aus einer, wie heißt das auf Deutsch, eine Analyse der Aufrufe untereinander, kann ich eben sehen, diese Funktion ruft diese Funktion auf und kann mich so ein bisschen an diesem Knowledge Graph durcharbeiten und kann dadurch relativ geschickt die Sachen zusammenklauben, die ich mit in den Prompt an das zugrunde liegende Large Language Modell geben will. Das heißt, das System funktioniert so, die Softwareentwickler stellen einen Prompt an, wie gesagt, dieses Toolkit von uns. Das Toolkit benutzt die Graph-Datenbank, macht aber im Endeffekt nichts anderes als Retrieval und Augmentation, um das Ganze dann an ein richtiges, normales Foundational Model, in der Regel halt von OpenAI. Wir würden da eigentlich fast immer die Versionen nehmen, oder wir nehmen eigentlich fast immer die Versionen, die von Microsoft gehostet werden und nicht die freien OpenAI-Versionen. Haben in letzter Zeit aber auch gute Erfahrungen mit Claude gemacht. Naja, auf jeden Fall gehen die da rein und einer der Tricks an der Stelle ist natürlich auch noch, dass man versucht, die Menge der Informationen, die an das Large Language Modell gegeben werden, nicht allzu groß werden zu lassen. Also das ist die sogenannte Input Context Window, also wie viele Tokens kann ich da reingeben? Und das Problem ist einmal ein finanzielles. Also es wird einfach richtig teuer, wenn man richtig viele Tokens da reingeben will. Ich glaube von Google, die Modelle, die waren, ich meine, ich hätte im Sommer gesehen, die waren schon mal 500.000 Tokens oder so. Aber es kostet dann eben auch sofort Geld. Wenn man das viel macht, dann wird es sofort richtig teuer. Obwohl man da auch natürlich argumentieren könnte, was die Lohnkosten, die Personalkosten angeht, ist es vielleicht gar nicht so teuer, weil die Zahlen verschrecken dann schon ein bisschen. Wichtiger ist aber einfach, dass wir gesehen haben, und wir sind auch mit Abstand nicht die Einzigen, dass einfach unstrukturiert so viel wie möglich mitzugeben gar nicht der beste Ansatz ist. Also manchmal kann es viel sinnvoller sein, weniger Informationen in die Augmentation von dem Prompt zu packen, die dafür aber für irgendeine Definition geschickter ausgewählt ist. Also man hat dann manchmal dieses sogenannte Lost-in-the-Middle-Problem. Wenn man so ganz viele Tokens reingibt, dann es ist noch nicht ganz klar, woran das liegt. Wir haben auch bei uns in den USA, tatsächlich auch hauptsächlich in Kalifornien, so ein kleines Research Lab, die sich solche Sachen angucken. Aber wie gesagt, wir sind nicht die Einzigen, dass vielleicht die Sachen, die am Anfang stehen und am Ende stehen, stärker bewertet werden, was als in der Mitte steht. Sodass man jetzt auch anfängt, schon wieder ein Small Language Modell vielleicht zu nehmen, um diesen Prompt zu komprimieren. Aber die Idee bei dem Source Code ist natürlich, vielleicht können wir das ja, anstatt so mit dem Hammer so drauf zu hauen und zu sagen, wir komprimieren das irgendwie, vielleicht können wir ja einfach das ganze existierende Wissen von Reverse Engineering auch benutzen, um eben zu gucken, was sind Dependencies untereinander. Eine Sache, die ich zum Beispiel mal gerne sehen würde, leider noch nicht geschafft, einen Kunden zu finden, wo wir das mal ausprobieren können. Ich habe selber vor 15 Jahren ziemlich viel Zeit mit Reverse Engineering verbracht, als es noch stark um die Monolithen ging. Mhm. Und eine Sache, die wir damals festgestellt haben, wenn wir die Informationen hatten, war rauszukriegen, welche Dateien werden oft zusammen eingecheckt. Mhm. Man kann statische Analyse, Code-Analyse machen, man kann Callgraphs und alles Mögliche machen. Mhm. Aber viel bezeichnender war einfach, die 3 Klassen, die werden immer zusammen eingecheckt. Mhm. Da ist irgendwas, die gehören irgendwie zusammen. Ja. Und wenn man solche Informationen hat, und die hat man ja bei Legacy-Modernisierung, dann kann man die, also unsere Hypothese, und das zeigt sich auch, dass es funktioniert, kann man die ja benutzen, um das Reverse Engineering, das Reverse Engineering insgesamt, aber um diese Prompt Augmentation deutlich zu verbessern, dass man eben kleine, knackige Prompts da reingibt, die genau das Wissen haben, also die ungefähr das Wissen haben, was die Antwort benötigt. Und das sind eben diese beiden Modi. Einmal diese Briefing-Dokumente erzeugen und dann nach Möglichkeit so einen Dialog zu haben, so ähnlich wie das die Softwareentwickler und Entwicklerinnen hätten, wenn sie mit einem Subject Matter Expert sprechen würden. Also das finde ich einen total spannenden Ansatz, da so ranzugehen, weil es löst so viele Themen auf, auch die Verfügbarkeit von den Experten, ne, die ja meistens auch die sind so verwoben in dem Unternehmen, dass du dann irgendwie, wenn du da in Outlook in den Kalender reinschaust, irgendwie so einmal im Quartal irgendwo deine Stunde Audienz bekommst, egal wie wichtig das Projekt ist. Ne? Und so, dass da quasi auch ein Sparring zu haben und eine Unterstützung hier, diese Dinge so umzusetzen und mit diesen Racks da zu arbeiten, das finde ich
extrem spannend. Also es ist ganz toll, dass ihr das auch so im praktischen Nutzen habt. Ich glaube, das ist für viele endet das Wissen so ein bisschen bei Copilot und sowas. Ne? Und hier hat das ja wirklich einen extremen Wert, nämlich wegzukommen von diesen alten Legacy-Systemen hin zu einer modernen Architektur und zu einer modernen Technologie. Ja. Ja. Sehr spannend. Erik, also es war super gepackt, die Folge. Ich muss leider hier auch die Klammer zumachen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir so ein Thema noch einmal an anderer Stelle auch noch mal aufnehmen, weil da wird sicher jetzt auch einige Rückfragen geben aus der Community raus. Ich danke dir aber sehr für diesen Einblick. Das hat mir total viel gebracht. Ich glaube auch uns allen einen guten, sagen wir, neuen Wissensnugget dazu, was man mit KI machen kann, wie man mit Legacy-Software umgehen kann. Ich danke dir sehr, dass du hier warst und ich wünsche dir ganz viel Spaß auf der OOP, die ist jetzt gerade noch in der Zukunft, bei Ausstrahlung dann schon vorbei. Also, dass du viel Spaß gehabt haben wirst. Ne? Alles klar. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Skifahren. Dankeschön. Alles Gute. Ne? Danke. Ne? Ciao. Tschüss.